Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video, in dem ich mal wieder etwas Lebenszeit gegen Wissen eintauschen möchte. Ich habe hier mal einen kleinen Workflow gebaut, der Bilder in diesem Stil hier generiert. Ich mache das mal Vollbild, während wir drüber reden. Und ich muss einen kleinen Disclaimer zu diesem Video jetzt sagen. Es ist nicht so zu betrachten, dass ich jetzt hier Dinge vorstelle, wo ich sage, oder wo man generell sagen kann, das muss man so bauen. Das sollte man so machen. Eigentlich geht es eher darum, dass ich, um diese Bilder zu generieren, mir einen Workflow ausgedacht habe, auch ein bisschen zum Spielen und rumexperimentieren an der Stelle, was man erreichen kann, wenn man verschiedene Techniken mischt. Und das ist dabei rausgekommen und deswegen heißt das Video auch so, wie es jetzt heißt. Es dient eigentlich dazu, nur mal so ein bisschen Einblick in meine Gedankenwelt zu ermöglichen, dass ich euch sagen kann, ich habe das und jenes gebaut und das habe ich so gemacht, weil ich mir dabei dachte, dass das und das dabei rauskommen kann oder sich so eine Bildgenerierung so verhalten könnte. Und ihr solltet das Video deswegen irgendwie als Inspiration sehen, verschiedene Techniken miteinander verknüpfen zu können und eventuell eure eigenen Ziele dann damit erreichen zu können oder halt auch so ein bisschen die Denke zu kriegen, was könnte ich hier und da mal ausprobieren, also einfach so ein bisschen über den Tellerrand schauen vielleicht, um ja so ein bisschen mehr Gefühl und Verständnis vielleicht für Comfy UI zu kriegen. Das heißt nicht unbedingt, dass die Techniken, die ich hier verwendet habe, unbedingt Sinn machen, ne? Deswegen sage ich dann, was ich mir dabei gedacht habe. Es kann auch sein, dass an der einen oder anderen Stelle vielleicht irgendwie was dabei ist, was nicht so viel Sinn macht, aber letztendlich hat es dann geholfen, zum gewünschten Resultat zu bekommen, hier nämlich solche Bilder zu machen. Und ja, vielleicht mache ich auch eine Serie aus diesen Videos, mal schauen, dass ich immer mal, wenn ich mal für mich ein bisschen rumgebastelt habe und denke, das könnte so und so funktionieren und das könnte man vielleicht so und so bauen, dass ich das dann mal kurz vorstelle und einfach nicht mit dem Aspekt, dass ich jetzt sage, hey, das ist so wendet man diese Technik jetzt an, sondern eher so, ich habe mir das und das dabei gedacht und das teile ich dann mit euch und dann kann man ja schauen. Vielleicht habt ihr auch andere Ideen oder ihr macht es selber anders. An der einen oder anderen Stelle sagt ihr vielleicht, das macht ja gar keinen Sinn, was der Typ da hinter dem Mikrofon gerade baut. Das würde ich so machen. Ne? Aber letztendlich ist es ja eigentlich immer wichtig, dass man zu seinen gewünschten Bildern kommt und natürlich auch, ich weiß, es hat nicht jeder die starke Hardware, die man braucht, um lokal solche Bilder zu erzeugen. Deswegen habe ich hier auch ein bisschen geguckt, wo kann man Performance einsparen und trotzdem sehr gute Bilder erzielen. Gut, wir springen mal wieder zurück zum Workflow. Ich lasse nochmal ein Bild generieren, während wir hier drüber sprechen. Dann können wir uns gleich schon das nächste angucken. Und zwar, jetzt kommt da unten so ein Nüppelchen rein. Ich zeige euch das mal. Wir haben hier 3 Bereiche in dem Workflow. Der erste Bereich, das ist dieser blaue hier, das ist die Generierung des Basisbildes. Und zur Generierung des Basisbildes gehört eigentlich dieses Preview hier unten. Das hier auch noch ein Stück weit, allerdings ist das, da ist ein Post-Processing hinter dem Basisbild als Pre-Processing für das Upscaling-Bild. Das zeige ich euch gleich. So, der nächste Bereich. Das ist der grüne Bereich. Hier dieser. Hier habe ich das Upscaling gemacht. Ich skaliere hier derzeit mal natürlich wieder wie gehabt auf 1440p hoch. Wir können gleich mal versuchen auch 2160p und mit versuchen meine ich, es funktioniert. Aber ich habe beim Aufnehmen des Patch Model at Downscale Videos gesehen, dass im Hintergrund offenbar doch sehr viel Performance gefressen wurde, was mir dann mein Nvidia Broadcast, das lasse ich laufen, um ein bisschen den Raumhall zu dämmen in der Mikrofonspur, das hat es mir ein bisschen übel genommen. Deswegen sind da so ein paar kleine Knackser entstanden und ich hoffe, das passiert jetzt hier auch nicht. Ich habe mir noch eine Fallback-Spur in meinem OBS eingerichtet. Mal schauen. Gehen wir auf volles Risiko heute. Auf jeden Fall das Grüne hier ist der Upscaling-Bereich und im Upscaling-Bereich haben wir dieses Bild hier. Das kommt dabei raus, das schauen wir gleich nochmal drauf. Und zu guter Letzt haben wir hier im gelben Bereich oder golden oder ich glaube es ist golden, ich sag mal gelb, das ist ein Face Detailing
Und das korrespondiert mit diesem Bild hier. Ja, hier ist ein Face Detailer hauptsächlich mit ein paar Sachen, die ich da für mich überlegt habe. Die besprechen wir gleich auch. Und zu guter Letzt haben wir hier nochmal, dieser Block sozusagen, ist nochmal ein Post-Processing auf das Bild nach dem Face Detailer, um einfach ein bisschen mehr, wie ich finde, Realismus in das Bild reinzubekommen. So, jetzt mache ich mal hier wieder Knöpfe drücken und dann verschwinden wir das wieder und dann schauen wir mal rein. So, wir gucken jetzt erstmal in den Monitoring-Bereich hier unten mal eben schnell. Wie wir sehen, die Base-Bilder, die ich hier erzeuge, sind ziemlich hässlich. Da kann man nicht drüber streiten, die sind ziemlich hässlich, vor allem die Gesichter und so. Allerdings, der Upscaler haut es dann schon wieder ziemlich stark raus und macht ein ziemlich schönes Bild daraus. Und der Face Detailer zieht es dann nochmal ein bisschen glatt im Gesicht, ne? Im Face Detailer halt. Und hier haben wir dann nochmal das Post-Processing. Wir fangen aber vorne an hier in diesen Workflows. Und zwar haben wir die Generierung des Base-Bildes. Ausgehend von einem Pipe Loader hier an der Stelle habe ich hier Folgendes gemacht. Fürs Prompting habe ich erstmal folgende Sachen eingegeben. Hier haben wir zufallsmäßige Wahl, ne? Also die geschweiften Klammern bedeutet immer, liebes Comfy-UI, nimm dir bitte aus diesen mit Pipe-Zeichen getrennten Begriffen zufällig eins raus. Das haben wir mehreren Stellen hier im Prompting. Wir können also einen Zufall kriegen aus Portrait, Close-Up, Full Body Shot, Over the Shoulder Shot, of a cute and beautiful woman und dann wieder Zufall Standing, Sitting, Kneeling, Running, in an old und dann wieder Zufall, Hospital oder Apartment oder Asylum oder nach Storage Area. Und hier drunter noch beschreibend Lost Place, Skin is covered with dirt, torn tight dirty trousers, torn dirty shirt, taken from an action movie, Overground. Durch die Klammern hier kriegen wir ein Gewicht automatisch von 1,1 hier rein, deswegen kann ich mir das hier hinten sparen. Barefoot, ich wollte mal drauf achten, weil das ist ja eine Krux im Stable Diffusion noch. Hände funktionieren je nach Model, Gesichter ja auch, Arme, Beine, aber ich finde immer, es ist eine Herausforderung dann auch realistische Fußdarstellungen zu kriegen. Post-Apocalypse, Looking Past the Camera und Backpack. Das kennt ihr vielleicht hier, das ist mein Gerüst, mit dem ich im Save Your Prompts Video gearbeitet habe. Ich habe es nur noch mal erweitert. Wir haben jetzt hier noch eine weitere Text Concatenate Node, damit wir einmal das File laden können. Aber ich habe jetzt für diese Bilder nur hier selber Negative Prompts eingegeben. Also wir laden hier nichts. Hier steht nochmal Nipples, Warts, Birthmarks, Shoes, Scars, Clean Skin und Big Nose. Es kamen teilweise große Nasen raus, deswegen habe ich das eingetragen. Genau. Hier hinten haben wir dann mal den ganzen Output. Und hier im Positive Prompt kommt noch dazu Absorbed Res, Masterpiece, High Detail, Intricate, 8K UHD, HDR, Cinematic Quality, Cinematic Lighting und Depth of Field mit einer Stärke von 0,8. Und das kommt hier unten aus dem Text-File-Loader. Schaut euch da gerne das Save Your Prompts Video an. Da habe ich das erklärt, wie das aufgebaut ist. Kann man als Template sehr schön laden und dann hier vorne in die ausgelagerten Positives und Negatives des Pipe Loaders stecken. Ich habe mir hier oben noch eine Note gemacht mit dem Prompt. Und zwar deswegen, weil ich gemerkt habe, dass wenn man ein Bild speichert oder sogar auch den... war es auch beim Workflow? Auf jeden Fall beim Bild. Ich habe das Bild dann wieder reingezogen und was dann nämlich passiert, dann steht hier im Positive Prompt in diesen Texteingaben nicht mehr dieser Zufallsgenerator Text, sondern er speichert als Prompt das hier ab. Und damit das nicht verloren geht, also das am Ende generierte Prompt, speichert er ab und damit hier diese ganzen Zufallswerte nicht verloren gehen, habe ich mir das nochmal hier reingemacht. Ja, war auch mir neu, hat mich ein bisschen geärgert, dass dann hier durfte ich alles wieder neu eingeben. Ich weiß nicht, ob es die normale Prompting-Node auch so macht, ich glaube nicht im Comfy-UI. Allerdings diese Text-Nodes hier scheinen das irgendwie zu übernehmen, zumindest die aus dem Tiny Terror Nodes. Ich habe jetzt aber auch nicht andere Text-Nodes oder so getestet, ne? Aber ich bin in den Fehler reingerannt. Ja, damit ihr nicht reinrennt, sage ich es euch auch nochmal. Deswegen habe ich mir das hier nochmal als kleine Notiz den Prompt
zwischengespeichert, weil das sollte unangetastet bleiben hier. Für die Größe habe ich aus den Comfy Roll Extensions wieder die Aspect Ratio genommen. Wir sind jetzt hier auch nur im Stable Diffusion 1.5 Bereich unterwegs. Hier kann man sehr schön die Bildgrößen aussteuern. Was mir hierbei aufgefallen ist, wir geben hier eine Größe von 512 x 682 rein. Beim Rendering dann aber, hier unten ist ja unser Base-Bild, kommt dann nur eine Größe von 512 x 680 raus. Finde ich nicht so dramatisch, aber war auch eine ganz interessante Erkenntnis zu sehen, dass offenbar die eingestellte Größe hier vorne nicht ganz übertragen wird in das Rendering. So, jetzt haben wir das Model und als Model benutze ich dieses Konstrukt hier. Das ist eine Mischung, die Model Merge Node hatte ich auch schon in einem Video vorgestellt. Damit können wir uns mehrere Models mischen. Wir können das hier chainen und weitere Mixe dann damit erzeugen. Ich habe jetzt genommen einmal das Epic Realism, weil ich ja realistische Bilder haben wollte, mische das aber zu 25%. Also je näher man an der 1 ist, umso näher ist man am Model 1 hier oben. Das habe ich mir als Eselsbrücke gemerkt an der Stelle. Das heißt 75% haben wir das Epic Realism und 25% hier das Absolute Reality. Und das Absolute Reality gibt halt nochmal so ein bisschen, ja, es ist andere Aspekte trainiert nochmal. Deswegen mische ich das so ein Stück weit hinbei. Zum Beispiel, ich habe ja eben gesagt, ne, ich finde es immer herausfordernd, dass auch Füße mal korrekt dargestellt werden. Und ich glaube, das Absolute Reality ist an der Stelle stärker als das Epic Realism. Deswegen habe ich das nochmal ein bisschen mit reingemischt und um andere ja, Stile noch ein bisschen mit reinzukriegen. Und wo wir von Stilen sprechen, zur Generierung des Basisbildes lade ich mir noch mit 30% hinter diesem Mix hier das Ref Animated rein. Und das hatte den Hintergedanken, dass ich mir dachte oder eigentlich weiß, diese beiden Models hier sind ja reell trainierte, also auf real trainierte Fotos. Und das das Ref Animated ist so ein bisschen mehr in dem Bereich Fantasy und Science Fiction und sowas. Da ist das stärker. Und da ich ja so eine postapokalyptische Szene generieren wollte, mische ich mir hier zur Generierung des Basisbildes nochmal 30% Ref Animated mit rein. Und da kommen dann am Ende diese beiden Bilder hier raus. Beziehungsweise das Bild kommt raus und das ist nochmal ein Post-Processing in Richtung Upscaler. Ne? Durch den Mix wird alles ein bisschen verhunzt, vor allem die Gesichter. Wir sehen aber, dass wir einen postapokalyptischen Hintergrund ganz gut hinbekommen. Ich denke, das ist ein bisschen durch die Unterstützung vom Ref Animated und auch hier unten die Darstellung der Füße funktioniert eigentlich ganz gut, wo ich denke, das kommt ein bisschen aus dem Absolute Reality, dass das dann gepusht wird. So, ich gucke nochmal eben schnell in den Base-Generierungsbereich. Was wir hier noch, oder was ich euch hier noch sagen kann, ist, wir benutzen das Ref Animated hier auch wirklich nur zur Generierung des Basisbildes. Das sehen wir hier. Ich gehe in den späteren Verlauf, also hier einmal in die Reroute, sowie hier in die Model Sampling Discrete Node für den Upscaler, gehe ich nur noch aus diesem Mix raus. Das Ref Animated ist wirklich nur zur Unterstützung des Basisbildes hier gedacht. So, und wo wir gerade vom Upscaling sprechen, ihr seht schon, ich gehe hier in den Latent Consistency Model Bereich. Auch dazu gibt es ein Video auf diesem Channel, das ermöglicht uns halt Bilder mit nur 5 Steps zu generieren. Wir gehen mal eben zum Sampler, wir springen mal, was davor war. In dem Fall habe ich sogar nur 4 Steps gemacht, weil ich mir dachte, das Upscaling ist eigentlich das, was in so einem Bildgenerierungsprozess immer am meisten Zeit frisst. Die Base-Bilder sind ja relativ schnell gerendert immer, aber wenn es dann in die höheren Auflösungen geht, dann haben wir an der Stelle einen Zeitverlust und einen Performanceverlust und deswegen dachte ich mir, ich mache das Upscaling hier an der Stelle mit dem LCM. Aber schauen wir mal, was dazwischen passiert, bevor wir hier am Sampler ankommen. Zum einen habe ich eben schon gesagt, ich mache hier ein bisschen Post-Processing. Und das ist dem geschuldet, dass ich gesehen habe, im Upscaling-Bereich werden die Bilder hier ziemlich hell.
Und deswegen gehe ich hier nochmal mit einer Filter Adjustments Node aus der Was Node Suite durch, senke ein bisschen die Helligkeit, erhöhe ein bisschen den Kontrast und die Sättigung, die Schärfe für den Upscaling-Prozess und ein Detail Enhancement of True auch für den Upscaling-Prozess, einfach damit die weitere Kette das ein bisschen besser oder anders verarbeiten kann. So, für die weitere Kette erst einmal haben wir hier oben ein extra Prompting für den Upscaling-Bereich. Hier gebe ich nochmal ein bisschen, Moment, mein Handy, ja, nerv halt Handy, ist okay, ich bin zwar nur in der Aufnahme, aber mach mal. Hier wollte ich ein bisschen mehr betonen, dass die Dame, die am Ende bei rauskommt, ja dreckig sein soll, beziehungsweise die Haut dreckig. Meistens sind die Models ja so trainiert, dass man saubere Haut hat und sowas. Ne? Das wollte ich hier an der Stelle ein bisschen betonen können. Deswegen mische ich hier nochmal diese Prompts dazu. Und ich habe mich hier dann für ein Conditioning Concat entschieden. Das kommt einerseits aus dem Prompting hier vorne. Das sehen wir hier. Hier ist noch eine Clip Text Encode Node mit dem Text von hier vorne, den wir auch hier reingeschickt haben. Wir konkatenieren dahinter aber noch unsere neuen Prompts. Und ich hatte hier ein bisschen mit Conditioning Combine probiert und Concat. Ich finde den Concat an der Stelle besser, weil der wirklich, und da muss man sich vorstellen, diese Texte werden ja in Tokens umgewandelt. Und beim Concat ist es dann so, dass die Tokens aus dem ersten Prompt und vom zweiten Prompt wirklich aneinander gehängt werden. Der Combine nimmt die Mischung aus diesen beiden und bildet sozusagen einen Durchschnitt der Tokens. Das ist kompliziert. Ich habe es auch selber nicht im Detail nachgelesen. Das ist das, was so beschrieben wird. Es ist auch noch was anderes als das Conditioning Average, was es auch noch gibt. Aber ich wollte wirklich, dass das zusätzlich noch dazu kommt und nicht irgendwie vermischt wird mit den anderen Prompts oder Tokens dann, die da reinkommen. Also ich wollte einfach nur eine Aneinanderreihung und nicht eine Vermischung. Das geht dann weiter bis hier hinten durch. Hier haben wir noch ein ControlNet-Teil, welches vom Base-Bild gefüttert wird und mit 85% in den Upscaling-Sampler reinläuft. Das ControlNet an der Stelle sorgt dafür so ein bisschen, dass die Pixel aus dem Basisbild korrekter ins Upscaling übertragen werden. Deswegen habe ich das mal mit eingebaut. Was wir hier aber auch haben zusätzlich, also hier mal noch eine Add Detail LoRa, die dann noch mal ein bisschen Details hinzufügt. Die benutze ich immer sehr gerne. Dafür habe ich auch in vorigen Videos schon öfters mal benutzt. Was hier aber noch zu tragen kommt, ist der IP-Adapter. Und hier habe ich einen IP-Adapter Plus genommen. Was ich hiermit mache ist, der IP-Adapter, den haben wir jetzt schon auch in ein paar Videos gesehen, der ist ja in der Lage, Bilder, die er erhält, zu beschreiben und dann auch die Beschreibung weitergeben zu können im Model direkt. Und was ich hier gemacht habe, und da bin ich mir noch unsicher, ob das Sinn macht oder so, ich habe Matteo noch nicht gefragt, das wollte ich eigentlich mal machen, aber der IP-Adapter arbeitet ja so, dass wir im Prinzip 224 x 224 große Teilausschnitte aus einem Bild erhalten. Das wird dann mit dem Clip Vision beschrieben. Also es geht eine Bildinformation rein, das Clip Vision beschreibt dann, was passiert und gibt die erstellten Tokens dann an das Model weiter. Und ich hatte halt einfach bemerkt, dass wenn ich nur einen verwende, der ja dann nur so den oberen rechteckigen Ausschnitt eines Bildes nimmt, ne, das nimmt man hier mit der Prepare Image for Clip Vision Node, da kann man ja sagen, nimm der Top-Bereich. Dass dann wirklich hier unten im unteren Bereich wieder ja mehr oder weniger Wildwuchs vom Model gemacht wurde. Und deswegen habe ich mir gedacht an der Stelle, ich nehme einfach dasselbe Bild nochmal, nehme hier einen Bottom raus, damit ich einmal eine Beschreibung vom oberen Bereich des Bildes habe, aber auch eine Beschreibung vom unteren Bereich. Und ich nehme mal an, diese Überschneidung der beiden, das wird nicht so viel machen, weil es wurde ja gesagt, wenn man Bilder reinschmeißt, die mehr oder weniger gleich sind, also in diesen IP-Adapter,
dann passiert da nicht mehr viel. Also man kann jetzt nicht mit 5 Bleistiftzeichnungen bessere Resultate erzielen als mit einer Bleistiftzeichnung. Das kann ein bisschen sein, wenn da andere Motive oder so sind, dass die Motivbeschreibungen noch kommen. Aber Bleistiftzeichnung oder sowas würde nicht verbessert werden. Aber wir haben ja doch unterschiedliche Beschreibungen vom oberen Bereich. Wir haben ja hier Gesicht und den Oberkörper plus die Decke und so. Und im unteren Bereich haben wir den Unterkörper, den Boden, den ganzen Dreck, der hier liegt. Und meine Hoffnung lag ein bisschen daran, dass es dadurch verstärkt wurde. Als Beispiel, da die Dame barfuß ist, hatte ich bemerkt, dass wenn ich nur den oberen Bereich vom IP-Adapter beschreiben lasse, sah es so aus, als würde das Model irgendwann versuchen, ihr High Heels zu rendern. Und das wollte ich damit verhindern. Genau, also die Beschreibung durch den IP-Adapter geht auch noch mit ins Model ein. Das heißt, wir haben einmal hier das zusätzliche Prompting an der Stelle. Dann haben wir die Beschreibung vom IP-Adapter an der Stelle noch, die mit ins Upscaling reinfließt. Und wir haben hier hinten ein ControlNet-Teil. Die LoRa hier ist, ja, kann man weglassen, kann man machen. Die fügt halt Details nochmal dem Bild hinzu. Das habe ich eben gesagt, wir sind hier im LCM-Bereich unterwegs. Deswegen steht der Sampler auf LCM, der Scheduler. Ich benutze SGM Uniform dafür. Wir können aber auch mit einem Denoise von 0,6 reingehen. Das ist ein bisschen sponsert von IP-Adapter. Da kann man dann, wenn man den IP-Adapter zum Upscalen benutzt, kann man ein bisschen mehr Denoise benutzen, als wie wenn man es ohne macht. Also normal ist ja so 0,5, ne? Oder damit er sich näher ans Bild hält, sogar unter 0,5. Hier können wir mal mit 0,6 reingehen an der Stelle. Und hier oben habe ich die LCM LoRa reingehängt. Schaut auch gerne das Latent Consistency LoRa Video an. Eine weitere Sache, die ich hier mache, beziehungsweise ich steige mal hier ein. Das hier ist eine neue Node, die habe ich noch nicht vorgestellt. Das ist der NN Latent Upscale, der Neural Network Latent Upscale. Die findet ihr, wenn ihr in eurem ComfyUI Manager einmal unter Neural sucht. Dann ist das hier die ComfyUI Neural Network Latent Upscale Custom Node. Die hat den Vorteil, dass sie, wo ist es hier beschrieben? Hier, compared to VAE Decode Upscale, ist es 20 bis 50 mal schneller als ja, der VAE Decode Upscale Encode. Also das Übliche, was wir sonst immer machen, wir dekodieren das latente Bild in ein richtiges Bild, machen dann ein Upscaling auf das Bild und codieren es wieder in den Latent Space. Das brauchen wir hier nicht, wir können hier im Latent Space bleiben. Auf der anderen Seite ist es etwas schlechter von der Qualität her. Wir warten mal kurz, bis das Bild hier lädt. So, es ist ein bisschen schlechter von der gewohnten Qualität her. Also auf der linken Seite sehen wir das VAE Upscale. Das ist so die schärfste Variante. In der Mitte sehen wir den NN Upscale. Das ist eine okaye Variante. Und das hier rechts ist der Latent Upscale, wie man ihn aus dem ComfyUI kennt. Und das ist, finde ich, keine Option. Ich finde, das sieht man auch dann in den Bildern am Ende, dass dieser Latent Upscale nicht schön ist. Das hatten wir, glaube ich, auch als Beispiel im Upscaling-Video. Habe ich so gut wie nie benutzt. Ich benutze eigentlich sonst immer das VAE Upscale, aber jetzt habe ich mal den NN Upscale benutzt, weil 20 bis 50 mal schneller ist für mich ein Argument, das hier im Upscaling-Bereich zu benutzen. Der kommt allerdings, NN Latent Upscale, mit einem Upscaling-Faktor. Das ist hier dieser Upscale-Faktor. Und den habe ich an der Stelle ausgelagert. Hier ist er. Und berechne mir diesen Faktor selber. Und das mache ich hier unten, indem ich sage, gib mir einmal die Bildgröße von dem Basisbild, was wir erzeugt haben. Nimm davon die Höhe. Und hier muss ich einmal den Datentyp umwandeln, weil wir hier von Integer auf Floats wechseln. Und berechne mir diesen Faktor. Und den Faktor berechnen wir einfach, indem wir unsere Zielhöhe, das sind hier die 1440p, durch die Bildhöhe, die wir reinkriegen, teilen
Und damit haben wir den Faktor, den wir hier oben zum Upscalen brauchen. Hier können wir dann halt auch einfach bequem sagen, okay, ich möchte aber 1080 oder 2160 oder so benutzen. Dann wird automatisch der Faktor errechnet und unser Bild wird auf die gewünschte, hier unten eingegebene Zielhöhe hochskaliert. Ja, und dann sind wir, wenn wir da durch sind, sind wir in diesem Bereich hier. Das ist jetzt das hochskalierte Bild. Und ich finde, es ist schon sehr, sehr gut. Das Gesicht ist nicht so schön, deswegen habe ich einen Face Detailer dahinter gehängt. Da habe ich auch einen coolen Kniff eingebaut. Aber die Hände sind schon okay. Die Füße sind okay. Der Hintergrund, Rev Animated unterstützt, ist okay. Genau. Das heißt, im nächsten Schritt müssen wir noch ein bisschen das Gesicht fein schleifen. Und damit kommen wir hier zum Face Detailer. Auch das hier ist das Herzstück, das ist ein normaler Face Detailer, den haben wir schon oft benutzt. Muss mal eben gucken, ich speichere die Bilder, jawohl. Die Note könnt ihr ignorieren, die ist jetzt, die ist nur für mich zum Speichern, weil YouTube-Thumbnails und so. Da, ja. So, wir kriegen also aus dem Upscaling unser Bild. Und was ich hier gemacht habe, ist einmal, ich habe hier ein extra Prompting nur für das Gesicht gemacht. Also wir haben jetzt keinen Misch mehr aus dem alten Prompting und dem neuen, weil wir uns nur noch aufs Gesicht konzentrieren. Deswegen habe ich hier eingegeben Dirty Face mit einer Stärke von 1,3, was schon sehr stark ist. Ich möchte eine Slightly Serious Facial Expression haben, weil sie ist ja da in Ruinen unterwegs und es soll ja einen Cinematic Stil haben, ne? Deswegen so ein bisschen angespannte Situation und ich betone nochmal Looking past the camera, weil ich nicht möchte, das Model hier irgendwie so drauf trainiert ist, dass fotografierte Models irgendwie in die Kamera geguckt haben, wie das so gang und gäbe ist, sondern ich möchte eher so einen filmischen Stil hier haben. Deswegen niemals in die Kamera gucken, immer dran vorbei, außer es ist ein stilistisches Mittel. Ne? Als kleiner Hint, guckt euch mal Shining an damals mit David Nicholson, wie oft der in die Kamera guckt. Da gehen Diskussionen rum, ob man nicht selber als Betrachter des Filmes der Böse ist oder der Geist, der in dem Hotel unterwegs ist, weil er ihn sehr oft anguckt oder beziehungsweise die Kamera und das Publikum und uns damit. So, aber generell ist die Regel, nicht in die Kamera gucken. Also extra Prompt für den Face Detailer. Ihr seht hier schon, ich habe hier auch nochmal einen IP-Adapter angewendet. Und zwar, hier mache ich ein bisschen Good Guess beim Prepare Image. Ich gehe davon aus, dass das Gesicht irgendwie immer im oberen Bereich des Bildes ist. Das kann nicht immer hinhauen, weil das Gesicht ist an der Stelle schon ziemlich klein. Also ist beim Close-Up natürlich wesentlich besser. Also ziemlich klein. Ist schwierig zu sagen, ob die Beschreibung vom IP-Adapter dann an der Stelle passt. Aber ich habe gemerkt, dass es doch funktioniert in einem gewissen Rahmen, wenn ich das hier mache. Und warum habe ich das gemacht? Einfach deswegen, ich zeige euch gleich, wie ich die Gesichter noch unterstützend generiere. Aber wenn ich als Basisbild zum Beispiel, wir haben ja Running im Prompt. Und wenn die Frauen rennen, dann haben sie meistens den Mund offen. Und, ne, sind unter Anspannung, rennen, atmen schwer. Und das möchte ich damit unterstützen. Also wenn man so ein Bild bekommt, möchte ich, dass der IP-Adapter an der Stelle ein bisschen die Gesichtszüge beschreibt. Der IP-Adapter nimmt ja nicht an der Stelle das Bild und überträgt es, sondern er beschreibt es. Also er beschreibt die Augenbrauen, er beschreibt ein bisschen die Augen, die Gesichtsform, aber auch den Mund und sowas. Und meine Hoffnung an der Stelle lag darin, dass wenn wir ihm ein Gesicht geben, was einen offenen Mund hat und wirkt, als würde es schwer atmen, dass er das in seine Beschreibung mit reinpackt. Das ist ein bisschen unterstützend hier an der Stelle, auch nur mit 0,5 Weight-Stärke, die ich hier reingebe, allein damit wir es unterstützen. Ich nehme hier auch den Weight Type Original. Hier vorne habe ich zum Beispiel den Weight Type, wo sind wir? Ach nee, hier habe ich auch Original drin gelassen weiterhin. Ich bin mal zwischendurch auf das Channel Penalty geswitcht. Das gibt ein bisschen schärfere Resultate, aber Original reicht da aus. Kann man mit rumprobieren. Wie gesagt, ist ein Bastel-Workflow.
So, und zum Generieren der Gesichter. Was mich dabei gestört hat, ist, ich meine, vielleicht kennt ihr es, wir haben zu beobachten den Effekt, dass Models natürlich immer auf gewisse Art und Weise trainiert sind. Das heißt, das sah man auch im Consistent Face Video so ansatzweise und es kam auch schon in den Kommentaren. Es ist ja so, dass Models oft dieselben oder ähnliche Gesichter ausspucken. Das liegt am Training dieser Models. Und das wollte ich entkoppeln davon. Also unabhängig davon, welches Model man verwendet, wollte ich entkoppeln können, wie die Gesichter am Ende bei rauskommen. Und das habe ich wie folgt gemacht. Ich habe hier einen LoRa-Stack aus den Comfy Roll Extensions genommen. Den kann man einfach ins Model mit reinhängen. Und dann sieht man hier schon, geht es raus in einen LoRa-Stack. Was ich hier gebaut habe, das ist so ein LoRa-Stack. Wenn ihr da mehrere von haben wollt, ihr könnt hier auch noch weitere einfach wieder hinzuziehen und von hier weiter und so. Da könnt ihr beliebig viele LoRas miteinander stacken. Ich habe das Ganze aber so gemacht, damit wir für das Gesicht unabhängig vom Model werden. Lade ich in diesem LoRa-Stack für jetzt 3 Gesichter oder 3 LoRas von Gesichtern von prominenten Personen. Das ist einmal Emma Watson, einmal Sigourney Weaver und das sieht man ein bisschen schlecht. Das ist aber Liv Tyler an der Stelle. Ich werde mir da auch noch mehrere von laden, aber nicht um diese Personen zu generieren, sondern einfach nur um ein gewisses Grundportfolio an unterschiedlichen charakteristischen Gesichtern zu haben. Also ich gucke auch irgendwie, dass ich Schauspieler oder Schauspielerinnen mit charakteristischen Gesichtszügen da kriege. Was ich dann nämlich hier mache ist, diese LoRa-Stack, diese Weights hier in dem LoRa-Stack, die sind natürlich Eingabeparameter. Ich habe die aber jetzt ausgelagert als Inputs und gehe dann hier mit Random Number aus der WOS Node Suite hin und sage, spuck mir bitte eine Zufallsnummer aus mit einem Minimum von 0 und einem Maximum von 0,5. Und das mache ich für jede LoRa hier in diesem Stack. Ne? Die werden dann zufällig gewichtet zwischen überhaupt nicht und halb. Und so kriegen wir unabhängig vom Model dann eine Mischung für Gesichter raus, die ja immer anders ist. Und hier könnt ihr halt, wie gesagt, ihr könnt das Konstrukt noch erweitern. Wir können nochmal einen LoRa-Stack dahinter hängen. Ihr könnt hier nur 2 einbauen oder eine. Wobei, wenn man das Ziel erreichen möchte, was ich erreichen wollte, macht eine wahrscheinlich wenig Sinn. Aber ihr könntet dann natürlich dann gezielt aussteuern, nochmal die Gesichtszüge im gewissen Rahmen. Wir haben ja immer noch den IP-Adapter als Beschreibung dazu und wir haben das Denoising von 0,55, glaube ich, habe ich es hier benutzt für das Gesicht. Aber ich muss sagen, das funktioniert ziemlich gut. Ich hatte nämlich, bevor ich hier Liv Tyler eingebaut habe, hatte ich Uma Thurman hier noch mit drin und die kam teilweise ziemlich präsent raus. Was man jetzt hier noch öfter mal sieht, ist, dass ein bisschen Emma Watson durchblitzt, aber ansonsten funktioniert das ziemlich gut. Und das gebe ich mit in den Face Detailer, also eine Mischung aus eigenem Prompt, eine Mischung aus Gesichtern mit charakteristischen Gesichtszügen und eine Mischung von der Beschreibung vom IP-Adapter selber. Und da sind wir schon dann bei diesem Bild hier an dieser Stelle. Das funktioniert in der Regel immer ziemlich gut. Am restlichen Bild hier hat sich nichts geändert. Hier ging es jetzt nur um das Gesicht. Und wo wir gerade schon hier sind, was ich zum Schluss nur noch mache, ist, um ein bisschen die Realitätsnähe zu steigern. Ich glaube, so kann ich sagen. Also, dass das Foto noch realistischer aussieht, gehe ich hier nochmal hin, mache ein bisschen Post-Processing. Brightness lasse ich, wie sie ist. Ich gebe ein bisschen Kontrast, Saturation und Sharpness drauf. Und sage hier Detail Enhance True, weil der Detail Enhance macht zum Beispiel, sieht man das, kriegen wir das beides jetzt mal hier drauf. Hier oben an den Haaren seht ihr es zum Beispiel. Hier ist es so ein bisschen, ist gut, ist schön, aber ein bisschen verwaschen. Aber hier kriegen die Haare noch so ein bisschen mehr Details und ein bisschen mehr Glanz und sowas. Das macht das. Und zusätzlich gebe ich noch einen dezenten Filmgrain oben drauf, weil ich denke, ein Foto, ne, das sieht immer so ein bisschen grainy aus eigentlich. Gerade auch dann, wenn es aus dem
Kinofilmen oder so stammt. Da wird ja auch oft mit Post-Processing noch so eine Graininess oder sowas hinzugefügt. Aber ganz dezent nur. Und ich gebe mit der Temperature des Bildes einen hoch. Das heißt, ich verschiebe das Bild so ein bisschen mehr in die rötlichen Bereiche, also in die warmen Farben. Minuswerte wären kalte Farben, also in den bläulichen Bereich. Ich möchte aber so ein bisschen in den rötlichen Bereich geben, um dem Ganzen noch so ein bisschen Post-Processing, LUT, whatever Feeling zu geben. Und das sieht man schon ganz gut, wenn wir uns mal das Bild vorher und das Bild nachher angucken. Dann seht ihr vor allem hier hinten an den Wänden, wie dieser Filmgrain ein bisschen durchwirkt. Hier so im Hintergrund. Der Vordergrund ist auch natürlich ein bisschen betroffen. Das ist das glatte Bild. Sieht auch schon gut aus. Aber das ist das post-processed Bild. Ich finde es halt einfach ein bisschen knackiger. Das ist sicherlich auch Geschmackssache an der Stelle. Aber ich mag das immer. Nichtsdestotrotz immer die Empfehlung, wenn ihr so einen Post-Processing-Prozess anstoßt für eure Bilder, sorgt dafür, dass das Bild vor dem Post-Processing zumindest immer noch abspeicherbar ist für euch. Vertraut mir, ihr könnt euch sonst ärgern. Nicht jedes oder jede Post-Processing-Einstellung funktioniert dann auch wieder mit jedem Bild. Oder wenn ihr das Model vorne ändert oder eine LoRa oder so, dann kann euch das da schon ziemlich dazwischen grätschen und dann ist es ärgerlich, wenn man ein Bild hat, dass es dann irgendwie verhunzt wird und man kann es nicht mehr speichern. Ja, und das ist der Workflow. Wir lassen den jetzt noch einmal laufen. Wir gucken mal, was für Bilder hier vorne rauskommen. Vielleicht mal ein bisschen Action-Bild. Ne, das ist aber auch ganz schön. Er hat jetzt genommen wieder Standing und Storage Area. Das Base Model hier noch ohne Face Detailer. Hier sieht man, ne, das ist charakteristisch vom Model, wobei wir das natürlich durch das Mischen auch ein bisschen entkoppelt haben. Aber man sieht ja deutlich, dass das Gesicht sich verändert, wenn wir durch unseren LoRa-Stack und so gerannt sind. Und das ist das Bild jetzt wieder nach dem Post-Processing. Finde ich wieder auch sehr gelungen an der Stelle. Ich würde jetzt gerne noch mal eins irgendwie so ein bisschen actionreicher generieren lassen. Wir gucken mal eben, ob ich jetzt spontan eins triggern kann. Murphy's Law wird jetzt wahrscheinlich sagen, nee. Genau, ich will nicht sitzend. Ich will mal irgendwie ein Running-Bild haben, aber jetzt auch nicht den Prompt vorne anpassen. Nein, sie steht da auch. Ich probiere mal ein bisschen rum, bin gleich wieder da. So, da haben wir ein Running-Bild gekriegt. Gucken wir eben das Upscaling. Ne, hier seht ihr auch wieder, dass die Helligkeit ziemlich stark ansteigt. Deswegen habe ich es hier schon dunkler gemacht. Aber nicht zu dunkel, damit nicht zu viele Details flöten gehen an der Stelle. Und hier sehen wir dann den Schritt zum Face Detailer. Hier kommt das Prompting so ein bisschen, durch das Prompting so ein bisschen Schmutz hinzu. Wir sehen, dass der offene Mund übernommen wurde. Da ist meine Vermutung halt durch den IP-Adapter an der Stelle mit dem Face Model, aber natürlich auch durch den Denoising-Wert des Face Detailers selber. Und hier haben wir das Ganze dann nochmal post-processed mit ein bisschen Filmgrain und so, was das Ganze dann nochmal ein bisschen glättet. Genau, und ich habe ja eben schon gesagt, wir können hier oben auch die Auflösungen anpassen. Das mache ich mal für den zweiten Durchlauf und hoffe, dass mir an der Stelle nicht irgendwie der Rechner überlastet und ich Knackser im Audio bekomme. Es kann aber auch sein, dass es bei an der Patch Model at Downscale Node lag. Das hier ist jetzt nochmal ein... das hat er ein bisschen... Das hat er auf Deutsch gesagt. Verkackt. Da ist das Bild hier wirklich besser. Aber man kann ja auch das hier speichern. Egal. So, jetzt machen wir einmal ein 2160er Bild. Das wird jetzt ein bisschen dauern. Aber das wollte ich halt durch diesen LCM reduzieren. Warte mal, bevor du da reingehst. Ich will mal ein vernünftiges Bild hier haben. Bitte mal von vorne. Wir wollen ja auch den Face Detailer und so in Aktion sehen. Ja, nehmen wir mal das Running Bild. Also die Base-Bilder sind schon echt... ja. Dafür ist der Hintergrund sehr schön. Diesen überwucherten Gang jetzt und hier oben kommt auch durch diese
Oberlichter kommen auch noch. Ranken hindurch. Sehr schön. So, ich habe gerade gesehen, es hat gehakt. Ich hoffe, ich bin jetzt wieder da. Sonst muss ich vielleicht mal gucken, ob die Fallback-Audiospur was gebracht hat. Das ist jetzt auch nur mal so ein Testen. Sonst muss ich in Zukunft immer, wenn ich so höhere Auflösungen anstoße, dann mal sagen, ich mache jetzt mal kurz Pausen, wir lassen es zu Ende rendern. Schauen wir mal. So, wo haben wir denn unser letztes Bild? Ja, und das ist die Auflösung jetzt in 2160 Pixeln Höhe. Auch hier wieder ein bisschen Schmutz hinzugekommen durch Prompting. Der Filmgrain, finde ich, ist sehr schön. Vielleicht sogar ein Ticken zu stark, aber das hatte ich ausprobiert. Darunter war es mir zu wenig, deswegen bin ich so geblieben. Und ja, Detailreichtum ist, glaube ich, gegeben. Da funktioniert auch sehr gut. Upscaling hat übrigens auch nicht viel Zeit in Anspruch genommen. Ich musste ja, vielleicht musste ich cutten, vielleicht habe ich es auch einfach laufen lassen, muss ich im Videoschnitt mal schauen. Es war nicht sehr viel Zeit. Durch das ganze LCM-Konstrukt hier an der Stelle, aber es war halt doch ressourcenhungrig, weil 2160 Pixel ist dann schon eine Hausnummer, ne? Aber es geht, es kommen ganz gute Bilder raus. Und wir haben ja hier die Unterteilung zwischen Basisbild, geht relativ schnell, weil geringe Auflösungen. Upscaling machen wir mit dem Latent Consistency Model bzw. der LoRa dazu. Spart Zeit und Ressourcen. Und Face Detailer sind wir auch durchgegangen. Mache jetzt nochmal ein 1440er Bild. Überleg mal, ob ich irgendwas vergessen habe, euch zu erzählen. Ich glaube aber, das war alles. Und wie gesagt, ne, nochmal zum Schluss betont, dass das eigentlich mehr nur so das habe ich gebaut, das habe ich mir dabei gedacht, Video ist. Einfach um mal ein bisschen so die Art und Weise zu erklären, wie ich dahin gekommen bin. So, das ist das Model, das Bild, was jetzt erstellt wurde, auch wieder sehr cool. Schöne Details, Filmgrain, coole Klamotten, mit Cappy diesmal. Das Gesicht, ich überlege, erinnert es mich an einen aus der Mischung? Ich meine immer so ein bisschen sehr stark Emma Watson durchblitzen zu sehen, aber es ist sie halt nicht. Ich bin eigentlich auch nicht so der Benutzer von auf speziell trainierte Personen LoRas, aber in dem Fall ist es für mich okay, weil man ja nur, oder weil ich jetzt hier nur die Charakteristika von Gesichtern haben will und die dann durchmenge. Ja, ich speichere den Workflow gleich, lade euch den dann auch hoch, könnt da selber mit ein bisschen rumspielen und rumexperimentieren, wie gehabt. Und mal schauen, ob es euch gefällt, wenn ich einfach mal hier so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudere und was ich mir hier und da gedacht habe, ob es euch dann hilft oder auch sogar inspiriert, Dinge zu machen, oder ob ihr Feedback geben könnt in Richtung, das kann man auch so und so machen oder so. Ist einfach so ein bisschen auch als Austausch gedacht hier an der Stelle. Genau. Es führen viele Wege nach Rom. Ich denke immer, man muss halt letztendlich an das gewünschte Motiv kommen, was man haben will. Und ich denke, solche Videos sind vielleicht auch ganz interessant, wenn man neu in der Thematik Stable Diffusion oder neu in der Thematik Comfy UI ist, dass man auch mal sehen kann, was ist möglich, wie kann man die Techniken kombinieren, wie kann ich jetzt so einen Workflow vielleicht aufbauen. Ne? Ihr wisst schon, so in die Richtung ist das gedacht. Auf jeden Fall, ja, ich hoffe, ihr konntet die ein oder andere Info mitnehmen. Wünsche euch weiterhin viel Spaß auch beim selber Basteln eurer Workflows oder beim Analysieren dieses Workflows hier und beim Erstellen von Bildern. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Macht es gut bis dahin. Tschüss.